Die Sony PlayStation hat schon einige Titel hervorgebracht, die heute unumstritten als Klassiker in die Spielegeschichte eingegangen sind. Eins davon ist Team Ico's Shadow of the Colossus, das ursprünglich Mitte der 2000er für die PlayStation 2 erschienen ist. Das Spiel war damals revolutionär, weil es als einzigen Inhalt hatte, gegen übermenschlich riesige Giganten anzutreten, um dem Ziel des Hauptcharakters näher zu kommen. Keine Sidequests, kein Skilltree und nur sehr wenige Dialoge. Ich kann mich noch erinnern, damals einen Beitrag zu Shadow of the Colossus in einer Bravo Screen Fun, Rest in Peace, gelesen zu haben. Weil ich aber erst in meinen Mitzwanzigern eine PlayStation besitzen sollte, hat es einige Jahre gedauert, bis ich endlich selbst das Abenteuer spielen konnte, das auf den paar Bildern in der Zeitschrift ziemlich cool und interessant aussah. 2018 kam dann ein Remake für die PS4 von Bluepoint Games raus. Das wird auch die Version sein, über die wir heute sprechen. Ob Shadow of the Colossus gut gealtert ist und ob es sich auch heute noch lohnt, in das uralte Land der Kolosse zu reisen, das finden wir heute heraus. Die Geschichte ist schnell erzählt. Wir spielen Wander, einen Jungen, der mit dem Leichnam eines toten Mädchens, dessen Name Mono lautet, wie ich bei späterer Recherche erfahren habe, auf seinem Pferd Aro in ein Land reist, über das es heißt, dass dort die Seelen der Toten wiederbelebt werden können, dessen Betreten allerdings streng verboten ist. In einem Tempel, in dem wir Mono aufbahren, erklingt die Stimme eines Wesens namens Dormin, das wir bitten, Mono von den Toten zurückzubringen, weil sie aufgrund eines verfluchten Schicksals geopfert wurde. Dormin sagt, dass es Wander durch das Schwert, das er bei sich trägt, nicht unmöglich sei, die Seele von Mono zurückzubringen und beauftragt ihn anschließend damit, 16 Kolosse zu töten, um die Macht zu entfesseln, tote Seelen zurückzuholen. Wander stimmt sofort zu und macht sich auf den Weg, die Kolosse zu erlegen. Unser Schwert ist dabei in der Lage, das Sonnenlicht zu einem Strahl zu bündeln, der uns jeweils den Aufenthaltsort des nächsten Kolosses anzeigt. Die Kolosse sind gewaltige Wesen, die sich überall im Land verteilt aufhalten und mal mehr und mal weniger versteckt sind. In ihrem Aussehen ähneln sie lose bekannten Tieren oder Figuren wie einem Wurm, einem Vogel, einem Bullen oder einem Ritter. Wander muss nacheinander alle 16 Kolosse erklimmen, die meistens haushoch über ihm aufragen, und Schwachstellen finden, die er mit seinem Schwert durchsticht, um die Kolosse letztlich zu töten. Nachdem wir den letzten Koloss erlegt haben, erwacht Wander erneut im Tempel, diesmal jedoch optisch sehr verändert. Seine Haut hat eine blau-graue Farbe angenommen, ihm wachsen kleine Hörner aus dem Schädel und er bewegt sich fast zombie-ähnlich. Zur gleichen Zeit trifft eine Gruppe um Lord Aemon, dem mutmaßlichen geistigen Oberhaupt des Stamms, dem Wander angehört, in den Tempel ein und ist schockiert, Wander vorzufinden, der das heilige Schwert, mit dem er die Kolosse töten konnte, gestohlen hat und in das verbotene Land vorgedrungen ist. Lord Aemon ordnet einen seiner Gefolgsleute an, Wander zu töten, um ihn von seinem Elend zu erlösen. Der Stich durchs Herz tötet Wander aber nicht. Stattdessen sprudelt schwarze Essenz aus ihm heraus, wenn er das Schwert aus seiner Brust zieht, ähnlich wie bei den Kolossen. Dann fällt Wander zu Boden und wird von schwarzem Rauch eingehüllt, aus dem sich eine riesige, gehörnte Gestalt formt. Wander ist das Gefäß von Dormin geworden, einem Dämon, dessen Essenz vor langer Zeit in 16 Teile aufgespalten wurde, um so seiner bösen Macht Einhalt zu gebieten. All die Zeit über ist Wander von Dormin nur benutzt worden, um die Kolosse zu töten und so die schwarze Essenz freizusetzen, die den Dämon wieder vervollständigt. Lord Aemon und den meisten seiner Leute gelingt die Flucht aus dem Tempel, aber vorher wirft Aemon noch das heilige Schwert, das Wander gestohlen hat, in ein Wasserbecken. Dadurch wird eine Art heiliges Licht freigesetzt, das eine enorme Sogkraft entwickelt und dazu dient, Dormin einzusaugen und somit erneut zu verbannen. Die Essenz, die Dormin geformt hat, wird von Wander entfernt und zurück bleibt nur seine schwarze Silhouette, die ebenfalls unablässig von dem Sog von Mono, die noch immer regungslos auf dem Altar liegt, weggezogen wird, bis er schließlich in dem Becken verschwindet. Damit nie wieder jemand das verfluchte Land betreten kann, lässt Lord Aemon die Brücke sprengen, über die man zu Dormins Tempel gelangt. Nachdem wieder Stille im Tempel eingekehrt ist, erwacht Mono endlich tatsächlich aus ihrer Totenstarre, als hätte sie einfach sehr lange geschlafen. Wanders Mission war letzten Endes also erfolgreich, allerdings zu einem furchtbar hohen Preis. Wanders Pferd Aro, das vor Wanders letztem Kampf von einer Klippe gestürzt ist, kehrt lahmend in den Tempel zurück und begrüßt das Mädchen. Danach findet Mono in dem Becken einen schreienden Säugling mit kleinen Hörnern auf dem Kopf. Mutmaßlich Wander, der wieder in ein Baby zurückverwandelt wurde. Sie nimmt den Säugling auf den Arm und erklimmt zusammen mit Aro Dormins Tempel, bis sie einen friedvollen, ruhigen Garten erreicht, in dem sich neugierig allerlei Tiere nähern. Die Prämisse der Geschichte ist einfach. Ein Junge will den Tod seiner Geliebten nicht akzeptieren und macht sich deshalb auf in ein verbotenes Land, von dem er gehört hat, dass es dort eine Macht gibt, die sie zurück ins Leben holen kann.
Aber eben weil sie so einfach ist, kann der Großteil von uns damit relaten und Wanders Motivation nachvollziehen. Es ist erst am Ende, dass uns offenbar wird, dass Wanda einen schrecklichen Fehler begangen hat, indem er ein versiegeltes dämonisches Übel befreit hat, das ihn als Gefäß für seine Wiederauferstehung nutzt. Ich finde, Lord Aemon ist an dieser Katastrophe nicht ganz unschuldig. Offenbar wusste Wanda zu Beginn der Handlung nicht genau, was auf ihn zukommen würde. Lord Aemon als spiritueller Anführer hätte in seiner Geschichte über das verbotene Land ruhig weiter ausführen können, dass das Erlegen der Kolosse, von deren Existenz er zweifellos gewusst haben muss, vielleicht war er sogar derjenige, der sie in erster Linie erschaffen hat, zu Dormins Wiederauferstehung führt. Ob die Information Wanda davon abgehalten hätte, Mono wieder lebendig machen zu wollen, steht auf einem anderen Blatt, aber so kann man ihm kaum eine böse Absicht vorwerfen. Er ist mit gebrochenem Herzen und aus Liebe losgezogen und wurde in dunkle Machenschaften hineingezogen, die über das hinausgingen, was er eigentlich erreichen wollte. Es ist ein bittersüßes Ende, das uns Shadow of the Colossus präsentiert. Wanda hat es geschafft, Mono von den Toten zurückzuholen. Der Preis dafür war sein eigenes Leben. Obwohl die Welt von Shadow of the Colossus größtenteils leer und verlassen ist, wohnt ihr trotzdem eine ganz eigentümliche Magie inne, die schwer zu fassen oder zu erklären ist. Ich glaube, es liegt an der schieren Weite, die dieses uralte Land ausmacht, und an der Einsamkeit, die hier vorherrscht. Bis auf wenige Strukturen oder Tempelanlagen ist hier alles vollkommen unberührt, was der Welt etwas Uraltes, beinahe Prähistorisches verleiht. Fast kam es mir so vor, als würde ich in die Welt einer jahrtausendealten Zivilisation eintauchen, die jetzt nur noch aus Ruinen besteht, in der die alte Magie aber immer noch lebendig ist. Alles hier ist gigantisch, von den Kolossen und den Tempelanlagen über Klippen und Schluchten bis hin zu den weitläufigen Grasebenen und Wüsten. Es gibt nur sehr wenig Musik oder Sound in Shadow of the Colossus, was nochmal zusätzlich dieses Gefühl von Isolation und Einsamkeit transportiert. Immer, wenn wir einen der Kolosse getötet haben, läuft ein bestimmter Track, der eine ordentliche Portion Melancholie und irgendwie auch Trauer mit sich bringt. Sollten wir im späteren Spielverlauf an einem Ort vorbeikommen, an dem wir einen der früheren Kolosse getötet haben, dann sehen wir dessen Überreste am Boden liegen, überwuchert mit Dreck, Sand und Pflanzen. Das alles hat etwas extrem Tragisches. Wir betreten mit Wanda diesen heiligen, abgelegenen Ort, an dem die majestätischen Kolosse in Ruhe und Frieden leben, nur um einen nach dem anderen ohne Rücksicht auf Verluste für unsere eigenen Zwecke zu töten. Es fällt auf, dass keiner der Kolosse Wanda aus eigenem Antrieb angreift. Sie kümmern sich um ihre Belange und sind keine feindseligen, bösartigen Monster. Erst wenn wir die Initiative ergriffen und den Kampf begonnen haben oder in ihr Territorium eingedrungen sind, dann wehren die Kolosse sich mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie schlagen oder treten nach uns und manche schießen sogar mit Elementargeschossen auf uns. Es fühlt sich eher so an, als würden wir die letzten lebenden Weltwunder zu Fall bringen. Die Kolosse sind alle auf ihre Art extrem cool und einfallsreich gestaltet, sodass sich hier kein Kampf wie der vorherige anfühlt. Durch ihr Design weiß man nie so ganz, ob es sich bei ihnen um biologische Wesen oder künstlich geschaffene Konstrukte handelt, die nur durch die Essenz von Dormin am Leben sind. Alle haben ihre eigene Arena und ihr eigenes Moveset, das auch immer irgendeine Schwäche bzw. Möglichkeit offenbart, an sie heranzukommen. Besonders hervorheben will ich die Kämpfe gegen den Vogel oder Avion, wie wir Profis ihn nennen, und gegen Phalanx, die fliegende Wüstenschlange. Avions Arena ist extrem stimmungsvoll. Der Kampf findet in einem gewaltigen, schattenhaften See statt, in den kein Sonnenstrahl dringt. Avion sitzt auf einer hohen Steinsäule wie eine bedrohliche Wächterstatue. Sobald wir den Koloss auf uns aufmerksam gemacht haben, greift er an, um sein Revier zu verteidigen. Dabei stößt er mit hoher Geschwindigkeit aus der Luft auf uns herab und treibt dabei Wind und aufgepeitschte Wellen vor sich her. Im richtigen Augenblick müssen wir springen, um das Fell oder Gras auf einem seiner Flügel zu fassen zu kriegen. Danach werden wir mit einer unglaublichen Geschwindigkeit mit in die Lüfte gerissen, während der Wind an uns zerrt und Avion über dem See seine Runden dreht und hin und wieder eine Schraube oder eine Steilkurve hinlegt, um uns loszuwerden. Obwohl alle Kolosse auf ihre Art etwas Besonderes und Atemberaubendes an sich haben, ist Phalanx, glaube ich, der am meisten Kiefer runterklappen lässt. Wir stehen in dieser scheinbar endlosen Wüste in den Überresten eines kleinen Tempels oder Schreins und fragen uns, wo sich hier ein Koloss verstecken soll. Dann fängt die Erde an zu beben und Phalanx stößt aus dem Sand empor, steigt in die Luft und schwebt dort eine Zeit lang, als wäre er schwerelos. Ultra geil. Generell kriegt Shadow of the Colossus die Kämpfe, die sich in der Luft abspielen, am besten hin. Die Höhe und die Geschwindigkeit, in der wir uns bewegen, übertragen sich einfach perfekt und sind wirklich durch den Controller spürbar.
Die Spielwelt fühlt sich extrem stimmig an und ist zuweilen einfach atemberaubend schön. Jetzt habe ich das Spiel lange genug gelobt. Lasst uns über ein paar Dinge sprechen, die mich angekotzt haben. Shadow of the Colossus ist ein Third-Person-Action-Adventure mit Jump'n'Run und Puzzle-Elementen. Wanda ist ein fitter, akrobatischer Junge, der weit und hoch springen und außerdem extrem gut klettern kann. Das muss er auch, weil es uns nur so möglich ist, die 16 Kolosse zu besiegen. Um uns schneller durch die riesige Spielwelt zu bewegen und auch als Unterstützung in manchen Bosskämpfen, können wir unser Pferd Aro herbeirufen und natürlich reiten. Wanda hat 2 Waffen dabei. Einmal das Schwert, mit dem wir uns den Weg zum nächsten Koloss zeigen lassen und mit dem wir natürlich auch kämpfen bzw. in die Schwachstellen der Gegner stechen können. Und dann noch einen Bogen und Pfeile, die kaum Schaden machen, sondern eher dafür da sind, die Aufmerksamkeit der Kolosse auf uns zu lenken oder Schwachstellen zu erwischen, sodass sie zusammenbrechen und wir dadurch einen Teil von ihnen zu fassen kriegen, an dem wir hochklettern können. Unser Interface besteht aus einer Ausdaueranzeige und einem Lebensbalken, wobei letzterer Meinung nach eher zu vernachlässigen ist. Ich bin oft aus großer Höhe mit Wanda gefallen und habe dadurch kaum Leben verloren. Wenn man natürlich zu oft runterfällt und kontinuierlich Schaden nimmt, dann ist irgendwann trotzdem Schluss, auch klar. Viel wichtiger ist aber die Ausdaueranzeige, die angibt, wie viel Kraft Wanda noch in den Gliedmaßen hat, um zu klettern bzw. um sich an den Kolossen festzuhalten. Die sind nämlich oft so hoch wie Gebäude und deshalb kann es schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man die entsprechenden Schwachstellen erklommen hat. Außerdem werden die Kolosse versuchen, uns durch wilde Bewegungen abzuschütteln. Wenn sie das machen und unsere Ausdaueranzeige im selben Moment leer geht, dann fliegen wir zu Boden, nehmen Schaden und müssen wieder von vorne anfangen. Die meisten Kolosse haben sowas wie steinerne Rüstungselemente an ihren Körpern, die wir während unseres Aufstiegs benutzen können, um unsere Ausdauer kurzzeitig wieder zu regenerieren, bevor wir weiterklettern. Wanda ist außerdem in der Lage, knapp unterhalb der Wasseroberfläche von Seen zu tauchen. In diesen Situationen dient die Ausdaueranzeige auch gleichzeitig als Luftanzeige. Das klingt in der Theorie alles ganz toll, aber ich muss wirklich sagen, dass die Steuerung in Shadow of the Colossus einer Katastrophe nahe kommt und nicht wirklich Spaß macht. Das Beklettern der Kolosse, was der Hauptbestandteil des Spiels ist, fühlt sich unglaublich hölzern, ungenau und schleppend an. Wanda hält sich hier an jeder Ecke und Kante fest, die er zu greifen bekommt, auch wenn wir eigentlich gar nicht vorhatten, diesen Vorsprung oder jenes Feld zu erwischen. Die Steuerung ist ungenau und wird von dem Herumlaufen und Schütteln der Kolosse so gestört, dass es sich oft nicht wie Skill anfühlt, wenn wir es endlich schaffen, die Spitze der Kolosse zu erreichen, sondern mehr wie Glück und glückliches Timing. Ich meine, ich feiere es, dass die Kolosse nicht nur auf einem Fleck stehen bleiben, wenn wir an ihnen hängen, sondern sich weiter durch die Welt bewegen und versuchen, Wanda, der sich für sie wie ein lästiges Insekt anfühlen muss, loszuwerden, so wie wir nach einer Mücke oder einer Fliege schlagen würden. Das setzt dann aber auch meiner Meinung nach eine knackige, präzise Steuerung voraus, die es mir ermöglicht, genau gezielte und getimte Sprünge zu landen und nicht viel zu lange random durch die Luft zu segeln, in der Hoffnung, dass ich ein passendes Körperteil zu fassen kriege. Außerdem wird meiner Meinung nach nicht immer wirklich klar, welche Teile der Kolosse jetzt dazu gedacht sind, an ihnen hochzuklettern und welche nur zum Artdesign und zur Dekoration gehören. Ich glaube, dass es mehrere Möglichkeiten, also auch verschiedene Routen gibt, die Kolosse zu besiegen, aber ich hätte es fürs Gameplay freundlicher gefunden, wenn man bestimmte Teile, die zum Klettern gedacht sind, farblich hervorhebt. Das geht ja immerhin auch mit den Schwachstellen auf den Körpern der Kolosse, die so lange unsichtbar sind, bis wir sie mit den Lichtstrahlen unseres Schwertes sichtbar machen. Das Reiten mit Aro muss wohl zu den schlimmsten Reitmechanics gehören, die ich in einem Videospiel je erlebt habe. Wenn wir geradeaus über eine offene Wiese oder Steppe galoppieren müssen, dann geht's noch. Aber sobald wir auch nur ein klein wenig lenken müssen, schert Aro viel zu doll ein und es fühlt sich an, als würde uns in Need for Speed bei 3000 Sachen in der Kurve das Heck wegbrechen. Das Angaloppieren verläuft extrem stockend und holprig und die Kamera hängt entweder immer viel zu hoch oder viel zu niedrig, sodass wir nie wirklich sehen können, wo wir überhaupt hinreiten. In dichten Wäldern oder engen Schluchten macht es dann eigentlich gar keinen Sinn mehr, auf Aro zu reiten, weil wir einfach an jedem Baum hängen bleiben und zu Fuß deutlich schneller sind. Ich habe gelesen, dass viele Fans das Reiten mit Aro besonders loben, weil er sich nicht lenkt wie ein Videospielcharakter, sondern wie ein richtiges Pferd, bei dem man auch eine leichte Verzögerung hat, bis es sich nach links oder rechts bewegt oder angaloppiert oder in Schritt zurückfällt. Das mag stimmen, macht aber die Steuerung im Spiel nicht besser. Autos schalten auch verschiedene Gänge durch, wenn wir sie beschleunigen oder bremsen und rutschen in nassen Kurven bei hohen Geschwindigkeiten leicht weg.
Es würde die Need for Speed Spiele jetzt aber nicht besser machen, wenn wir nur noch manuell schalten könnten und sich das Auto in jeder zweiten Kurve um die eigene Achse dreht. Die Kamera ist ein weiterer großer Kritikpunkt von mir, denn die macht generell irgendwie das, wonach ihr gerade der Sinn steht. Sobald wir auf den Kolossen draufstehen oder an ihnen hängen, nimmt die Bewegungsgeschwindigkeit schlagartig immens zu und somit auch die Hektik. Durch unsere begrenzte Ausdauer ist es also von entscheidendem Erfolg, dass wir effizient und schnell vorankommen. Hier kann es aber gut und gerne passieren, dass wir durch die beschissene Kamerapositionierung gar nicht richtig sehen, was gerade abgeht, und sie neu auszurichten dauert auch seine Zeit. Wichtige Zeit, die wir eigentlich mit Klettern verbringen sollten. Dann kann es noch sein, dass ein Arm der Kolosse gegen die Kamera kommt und das Bild wieder leicht verschiebt oder der Koloss die Richtung ändert. Der letzte Koloss ist so gewaltig, dass er teilweise die Sicht auf Wander komplett verdeckt und man nur erahnen kann, wo sich unser Charakter augenblicklich befindet und wo er hinspringen kann. Aber auch schon zu Boden ist die Kamera einfach merkwürdig. Sie sitzt nie mittig hinter Wander, sondern immer leicht schräg, mal nah am Boden, mal mehr in der Luft, und beim Klettern dreht sie sich dann automatisch mit. Was nett gemeint, aber unglücklich ausgeführt ist, weil wir als Spieler ja auch mitten im Kampf mit einem Koloss in der Lage sein müssen, die Kamera zu justieren, dann kriegen wir das sicher auch in einer einfachen Kletterpartie hin. Wir merken also hier im Gameplay sehr deutlich, dass wir es mit einem Spiel zu tun haben, das zwar einen schicken neuen Anstrich bekommen hat, sich aber im Grunde genommen noch spielt wie 2005, 2006. Es wurden wohl im Remake sogar ein paar kleine Veränderungen an der Steuerung vorgenommen, was mich mit großer Erleichterung an die Zeit denken lässt, in der ich keine PS2 hatte, um das Original zu spielen, aber das Hauptaugenmerk liegt definitiv auf der Grafik und den Animationen. Noch ein Kritikpunkt, der weniger mit dem Gameplay an sich, sondern eher mit der Handlung zu tun hat: Shadow of the Colossus fühlt sich schnell sehr repetitiv an. Der Ablauf ist immer derselbe. Wir starten in Dormins Tempel unsere Suche nach dem nächsten Gegner, durchqueren die Open World in alle Himmelsrichtungen, besiegen den entsprechenden Koloss, lösen das nächste Rätsel, Wander wird ohnmächtig und wir beginnen von neuem im Tempel. Erst nach dem 12. Koloss, also nachdem man schon 75% des Spiels hinter sich gebracht hat, passiert mal etwas anderes, was die Handlung vorantreibt. Jetzt habe ich das Spiel ja schon so dafür gelobt, dass es aus vermeintlich wenig sehr viel macht, aber bei der Handlung hätte für meinen Geschmack gern etwas mehr passieren können. Beispielsweise hätte durch Rückblenden oder so gelegentlich mehr Licht auf die Hintergrundgeschichte von Wander, seiner Geliebten und Lord Aemon geworfen werden können. So. Jetzt müssen wir diese beiden Extreme aus hervorragender Atmosphäre und größtenteils veraltetem, grottigem Gameplay irgendwie zusammenbringen und uns eine Meinung dazu bilden. Trotz der ganzen Kritik, die ich eben vom Stapel gelassen habe, finde ich, dass Shadow of the Colossus sich seinen Platz unter den zeitlosen PlayStation Classics redlich verdient hat. Warum? Weil das, was das Spiel großartig macht, viel, viel schwerer wiegt als die Kritik, die ich daran habe. Bis auf Elden Ring und in Ansätzen auch The Witcher 3 hat mir bis jetzt kein anderes Spiel dieses melancholische Gefühl von beruhigender Einsamkeit und überwältigender Schönheit um mich herum gegeben, wie es die Open World von Shadow of the Colossus getan hat. Dabei sehen wir nichts, was wir nicht auch in anderen Spielen oder im echten Leben finden könnten, aber Shadow of the Colossus streckt all die Elemente wie Klippen, Berge, Steinformationen, Schluchten, Wiesen, Wälder und Gebäude derart ins Extreme, dass es sich nach einem Fantasy-Setting anfühlt, bevor wir auch nur den ersten Koloss gefunden haben. Das Entwicklerteam macht sich hier einige Prinzipien der Bildgestaltung zunutze, die dieses Gefühl von Größe erzeugen, zum Beispiel, wenn unser Charakter im Vergleich zu seiner Umgebung besonders klein dargestellt wird. Perspektive spielt dabei auch eine große Rolle. Beispielsweise hier, wenn wir über eine Steinbrücke reiten und selbst auf unserem Pferd dabei wie Winzlinge aussehen, weil alles um uns herum so unglaublich riesig ist. Es gibt ein ziemlich cooles Video zu dem Thema von dem Kanal Critical Giants. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Schaut euch das Video also gerne gleich mal an, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt. Diese Prinzipien gelten auch für die Kolosse selbst. Aus der Ferne wirken sie vielleicht groß, aber nicht überwältigend groß. Erst wenn wir uns ihnen nähern und ihre Füße im Vergleich zu Wander riesig wirken oder der Großteil ihrer Körper aus dem Sichtfeld verschwindet, kriegen wir eine Ahnung davon, wie gigantisch viele dieser Wesen überhaupt sind. In vielen anderen Spielen müssen wir uns gegen böse Widersacher behaupten, wohingegen wir bei Shadow of the Colossus friedliche Kreaturen erlegen müssen, was ein stark bittersüßes Gefühl hinterlässt. Wir fühlen Triumph und Erleichterung, wenn wir einen Koloss endlich zu Fall gebracht haben. Ein Akt, der sich immer über mehrere Minuten zieht und Konzentration, Präzision und Timing erfordert. Die Steuerung fühlt sich veraltet und hakelig an und heutzutage ist die Kameraarbeit in Spielen deutlich präziser, schneller und besser positioniert, als sie es in Shadow of the Colossus ist, ja,
aber am Ende bleibt trotzdem das Gefühl zurück, ein bedeutendes Spiel gespielt zu haben, dessen Geschichte und Wesen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn ich heute jemandem von Shadow of the Colossus erzählen würde, dann würde ich bestimmt nicht damit anfangen, dass die Steuerung manchmal kacke ist, sondern damit, wie krass schön diese Welt und wie erinnerungswürdig die meisten der Kolosse sind. Das ist das, was am Ende in Erinnerung bleibt. Und dafür kann ich Shadow of the Colossus auf jeden Fall ehren, weil es in Hinsicht Atmosphäre und Artstyle einfach ein absoluter Meilenstein ist. Wie hat euch Shadow of the Colossus gefallen? Habt ihr damals schon das PS2 Original gespielt und welcher Koloss ist euer Favorite? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst auf dem Kanal gerne ein Abo da, damit ihr die nächsten Reviews nicht verpasst, und auch über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.